Hallo und herzlich willkommen. Heute nehmen wir uns was ganz Besonderes vor, Xavier Naidus Doppelalbum aus dem Jahr 2002. Für die meisten von uns ein Meilenstein des deutschen Soul. Aber was, wenn da noch viel mehr drin steckt? Was, wenn dieses Album eine Art prophetische Landkarte ist, die einen verborgenen spirituellen Weg beschreibt? Genau diese unglaublich spannende Interpretation schauen wir uns heute mal ganz genau an. So, hier ist unser Fahrplan für heute. Als erstes klären wir die Grundidee. Ein Album als Prophezeiung? Wie kommt man darauf? Dann knöpfen wir uns die beiden CDs einzeln vor. Erst die Formung auf Disc 1, dann die Bestätigung auf Disc 2. Danach zoomen wir mal raus und schauen uns alle Lieder in der Übersicht an, bevor wir dann zum absoluten Kern der ganzen Botschaft kommen. Also die zentrale These, um die es hier geht, ist schon ziemlich gewagt. Wir reden hier nicht über ein paar nette Liedtexte, sondern über die Idee, dass ein kommerziell mega erfolgreiches Popalbum als ein detaillierter prophetischer Fahrplan dient, der den Weg einer ganz bestimmten Gruppe von Gläubigen vorzeichnet. Und was das Ganze so faszinierend macht, ist dieser krasse Gegensatz. Auf der einen Seite haben wir das, was wir alle kennen, ein Nummer-1-Album Pop, Soul, R&B. Und auf der anderen Seite steht eine Deutung, die plötzlich von der Gemeinde von Smyrna aus der Offenbarung spricht, von den 7 Siegeln der Apokalypse und der Reise eines sogenannten Smyrna-Arbeiters. Okay, und um da mitzukommen, müssen wir diesen Begriff kurz klären. Der Smyrna-Arbeiter. Das ist in dieser Interpretation keine reale Person, sondern eine Symbolfigur. Stellt euch einen Gläubigen vor, der auf einen Weg der intensiven Prüfung und Trennung geschickt wird. Es geht um absolute Loyalität. Eine Art Vorbereitungszeit, bevor die große Trübsal, von der die Bibel spricht, überhaupt erst beginnt. Gehen wir mal rein in die erste Disc. Laut dieser Analyse ist das hier keine willkürliche Songsammlung. Nein, das ist ein knallhart strukturierter Prozess. Es ist die Formung, quasi die Prüfung dieser Arbeiter. Und dieser Prozess läuft in 4 Phasen ab, die erstaunlicherweise genau zu den ersten 4 Siegeln der Offenbarung passen sollen. Alles beginnt mit einer Berufung. Das erste Siegel, das weiße Pferd, wird hier ganz wichtig, nicht als falscher Prophet interpretiert, sondern als der Ruf von Jesus selbst. Er ruft die Arbeiter und prüft ihre wahren Motive. Danach folgt eine Phase der Trennung von der Welt. Dann die Reduktion, also die Konzentration auf das, was wirklich zählt, und am Ende steht eine Zeit der Isolation, um den Fokus komplett zu schärfen. Und die Lieder sollen genau das illustrieren. Wo willst du hin? Ist ganz klar diese erste, entscheidende Richtungsfrage. Kein Königreich beschreibt dann die Ernüchterung, als klar wird, dass es hier nicht um weltliche Macht geht. Abschied nehmen ist dann der aktive Schritt, sich von allem Irdischen zu lösen, und kleines Lied symbolisiert am Ende diesen Zustand der totalen, fast kindlichen Verletzlichkeit. So, und jetzt wechseln wir zu Disc 2. Wenn die Formung abgeschlossen ist, was kommt dann? Die Bestätigung. Hier geht es nicht mehr um die Vorbereitung, sondern darum, aktiv Zeugnis abzulegen und die echten Prüfungen, ja sogar Tötungen und Verfolgung durchzustehen. Dieser Weg beginnt mit dem Zeugnisgeben. Das wird hier mit dem 5. Siegel gleichgesetzt, die Seelen der Märtyrer unter dem Altar, die nach Gerechtigkeit rufen. Darauf folgt eine geistliche Versiegelung, eine Stärkung, und dann kommt die große Erschütterung des 6. Siegels, wo die ganze Welt bebt. Das Ganze mündet dann in der totalen Stille vor Gott, dem 7. Siegel. Auch hier passen die Songs angeblich perfekt. Himmel über Deutschland beschreibt diesen neuen Blickwinkel von oben, den die Märtyrer haben. Mägde und Knechte ist die bewusste Annahme dieser dienenden Rolle. Alles für den Herrn, naja, der Titel sagt alles, ist der Höhepunkt der Hingabe. Und wenn du es willst, beschreibt die komplette Aufgabe des eigenen Willens. Okay. Um das jetzt mal wirklich auf einen Blick zu erfassen, fassen wir diese ganze Struktur zusammen. Die Tabelle, die ihr jetzt seht, ist sozusagen der komplette prophetische Fahrplan des Albums. Jeder Song an seinem Platz. Was hier sofort auffällt, ist, wie unglaublich detailliert diese Lesart ist. Es ist ein kompletter Bogen, von der allerersten Frage, wo willst du hin, auf Disc 1, bis zur absoluten Stille vor Gott im Lied Du nur du auf Disc 2. Jeder Song hat hier seinen festen, logischen Platz in dieser prophetischen Abfolge. Aber was ist jetzt, wenn man all diese Details mal beiseite lässt, die eigentliche Kernbotschaft? Worum geht es bei dieser ganzen Smyrna-Geschichte wirklich im Kern? Der entscheidende Punkt ist eigentlich ganz einfach. Es geht um Treue unter extremem Druck. Es ist die Beschreibung eines Weges, der nicht auf sichtbaren weltlichen Erfolg aus ist, sondern auf unerschütterliche Loyalität. Gerade dann, wenn es am schwierigsten wird.
Und dieser eine kurze Satz aus der Analyse, der fasst eigentlich alles zusammen. Die Welt bebt, Smyrna steht. Das bringt die ganze Botschaft auf den Punkt. Während um diese Gruppe herum alles einstürzt, bleibt sie standhaft, eben weil sie geformt und versiegelt wurde. Und das lässt uns am Ende mit einer wirklich faszinierenden Frage zurück, die weit über dieses eine Album hinausgeht. Kann populäre Kunst, also ein Nummer-1-Album, wirklich eine tiefere, vielleicht sogar eine prophetische Ebene haben, die nur darauf wartet, von uns entschlüsselt zu werden? Ein spannender Gedanke, oder? Macht's gut und bis zum nächsten Mal.